Heute geht es um den Vergaser von der SR500. Den werde ich jetzt hier zerlegen, prüfen, was ich alles neu kaufen muss oder was ich überarbeiten kann. Der wird dann auch komplett gereinigt, auch im Nassstrahlverfahren, schön auf Hochglanz poliert. Ein paar Teile werde ich auch lackieren wieder, dass sie schwarz sind oder in einer anderen Farbe, das weiß ich noch nicht genau. Ja, damit er schön am Ende im Motorrad auch glänzen kann. Für mich ist es immer super wichtig, so einen Vergaser extrem sauber zu bekommen und wirklich penibel darauf zu achten, dass da nichts falsch ist, weil es ist eine sehr große Fehlerquelle, wenn am Ende der Motor bei euch nicht richtig läuft. Da kann man hier einiges falsch machen oder falsche Bauteile drin haben, die dann ein bisschen ausgenudelt sind oder sonstigen Kram. Also, ich baue den jetzt kurz auseinander, gucke mir die Teile an, bestelle dann das, was ich brauche, neu. Der Vergaser, der Korpus wird natürlich hier komplett auf Hochglanz poliert und dann baue ich ihn wieder zusammen. Ich probiere heute auch mal eine andere Kamera aus, deswegen ist das Bild vielleicht etwas anders und der Ton. Vielleicht gehe ich auch wieder zurück auf die alte Kamera, das ist einfach nur ein Test heute mal. Ich hatte den Vergaser ja auch schon auf, als ich das Motorrad kurz vor dem TÜV vorbereitet habe, deswegen gehen die Schrauben hier auch alle relativ einfach auf. Also hier unten sollte nicht wirklich Überraschungen drin sein, weil ich hatte das ja schon mal rausgemacht alles. Oben kann es natürlich wieder anders aussehen oder hier diese verschiedenen Pumpen, die Beschleunigerpumpen und so, die habe ich noch nicht aufgemacht. So, hier, das ist natürlich auch ein Spezialteil, dieser schöne Draht. Hier unten ist jetzt nur noch dieses Teil drin, das kriege ich gerade nicht raus. Da möchte ich auch nicht mit der Zange dran. So, mit 2 Fingern so versuchen. Ne, den hole ich nachher einfach raus. Wie auch bei anderen Motorrädern ist hier eine Kugel drin mit einer Feder hinten dran. Die kann auch gerne mal rausfliegen. Das übersieht man dann gerne beim Einbauen, dann steht der Choke nicht richtig. Das zeige ich jetzt noch schnell. Feder und Kugel. Die hinter den Chokehebel kommen als Einrastung. Also diese Dichtung hier ist komplett festgebacken, die kann man nicht mehr retten, leider. Ich habe den Deckel jetzt mal hier mit WD-40 eingesprüht, damit diese Dichtung ein bisschen einweicht. Ihr habt das ja gesehen hier, wie scheiße die gebappt hat. Die bappt hier oben genauso, der Deckel, der klebt komplett fest. Und weil ich den jetzt nicht abbekomme, lasse ich den mal ein bisschen einweichen und widme mich hier dem unteren Teil des Vergasers. Boah, das klebt alles fest wie Scheiße hier. Zack, ab. Beschleunigerpumpe. Und jetzt kommt noch der Deckel. Kann man das noch sehen? Das drehe ich jetzt noch raus. Irgendwas klimpert hier drin. Anscheinend ist da irgendwie eine Kugel drin, die hier von dieser Membran dann hier geregelt wird, warum auch immer. Die Kugel wurde hier mit diesem Messing verschlossen. Jetzt lege ich hier das Blech um, mache hier diese Schraube los und dann kann ich diese Welle hier rausziehen. Den kompletten Schieber zerlege ich natürlich auch noch nachher, aber jetzt geht es erstmal um die Gehäuse. Und wenn ich die verschickt habe, kann ich dann direkt weitermachen. Hier ist noch so ein kleiner Dichtring drin, den hole ich raus. Und dann müsste das Gehäuse eigentlich soweit fertig sein, damit es dann ab zum Nassstrahlen gehen kann. So, hier ist die Dichtung noch und dann ist das soweit fertig. Den Vergaser habe ich jetzt zerlegt und die Teile, die ihr hier seht, die schicke ich jetzt zum Nassstrahlen und die sind dann gleich jetzt im Video zurück und dann beginnt auch schon der Zusammenbau. Ich habe jetzt mal geguckt, also Reparatursatz gibt es. Hier ist auch, glaube ich, alles dabei, was ich brauche. Dichtung, Ohrringe, hier die ganzen Messingteile, Nadel, ist eigentlich ganz perfekt. Hier sind auch die verschiedenen Dichtungen für diese 20.000 Membranen, wofür die auch immer sind. Ich muss das mal rausfinden. KY0541NR ist das, was ich mir holen werde wahrscheinlich. Kostet ja auch nur 60 €. Das ist schon eine Nummer. Ich gucke jetzt mal im Internet, ob ich es noch günstiger finde. Wenn ihr einen super gut laufenden Vergaser haben wollt, holt euch einfach die Teile. Es bringt nichts hier mit altem Kram rumzumachen. Hier so eine alte Dichtung, das ist nichts. Es kann sein, dass die einfach irgendwo einen mini kleinen Haarriss hat und dann habt ihr das Problem und das Ding läuft nicht sauber. Deswegen einfach austauschen. Ihr wisst ja, Kunststoff altert und deswegen macht man es neu.
Die Motorenteile sind zurück, ich bin super gespannt. Die sind ja alle vom Nassstrahl München, vom Axel, sind ja alle gemacht worden. Da geht schon mal ein Dank raus an ihn und ich bin echt gespannt, wie die Dinger aussehen. Aber ich brauche nicht viel mehr reden, ich mache es jetzt einfach auf und dann seht ihr, wie die Teile aussehen. Das erste Teil. Ja, das ist der Vergaser. Kann man doch nur sagen, dass es geil ist, oder? Bis in die letzte Ecke, richtig schön am Glänzen das Teil. Ihr könnt es jetzt schon sehen, ich fange jetzt an, den Vergaser zusammenzubauen. Alle Teile sind ja sauber, der Korpus ist ja auch zurück und ich zeige euch jetzt, wie ich den schrittweise zusammensetze. Sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Das hier ist jetzt der frisch gemachte Vergaser von der SF500, von der 2J4. Also das ist ein Mikuni-Vergaser VM34SS. Es gibt natürlich auch noch den 32er. Man kann das relativ einfach erkennen, weil er hier diese Zusatzelemente hat. Hier unten die beiden und hier an der Seite. Das sind die Beschleunigungspumpe, das pneumatisch gesteuerte Sicherheitsventil und auch das pneumatisch gesteuerte Anreicherungssystem. Die Grundeinstellung ist wie folgt. Wenn man von der Motorseite guckt, muss der Schieber 1 mm Spalt haben, kann man hier an der Schraube einstellen. Wenn man hier diesen Warmstartknopf drückt, springt das um 1 mm hoch und hier unten sind nochmal 1,5 mm plus. Dann haben wir noch die obere Begrenzung. Da muss der Schieber einfach nur bündig sein mit der Kante hier oben und das könnt ihr hier an der Schraube einstellen. Und dann gibt es noch die Einstellung hier an der Leerlauf-Luftschraube. Bei dem VM34SS Vergaser ist das so, dass man die Schraube ganz reindrehen soll, nicht mit Gewalt, sondern ein bisschen vorsichtig, bis man merkt, die bleibt stehen. Wenn man den Widerstand dann gespürt hat, muss man die einfach noch um 1,5 Umdrehungen wieder rausdrehen und dann habt ihr die Grundeinstellung vom Vergaser fertig eingestellt. Das sind alles Angaben, die ich aus dem Buch habe, wie der VM34SS Vergaser eingestellt wird. Grundeinstellung ist jetzt auch nicht, dass es perfekt läuft, sondern da müsst ihr dann nochmal während dem Betrieb gucken oder vielleicht auch CO-Messungen, sonst den Kram machen. Aber mit den Einstellungen sollte das Motorrad auf jeden Fall schon mal anspringen. Wenn ihr auch so einen perfekt sauberen und richtig geil glänzenden Vergaser haben wollt, müsst ihr den einfach nur nach München schicken zum Axel, Nassstrahl München.
und der kann ihn euch hier so bearbeiten, dass er bis in die kleinste Ecke auch glänzt. Schreibt ihn einfach an, Nassstrahlen München, der macht euch ein Angebot oder sagt euch grob den Preis, dann strahlt er das Ding durch. Ist echt ein geiles Prinzip und dann kommt er so wirklich schön glänzend zurück. Ihr setzt ihn zusammen und der Riesenvorteil ist auch, wenn das Ding so sauber ist, dann läuft das Motorrad natürlich tausendmal besser. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und dann seht ihr, wie es weitergeht mit dem SR500 Umbau. It sound right, boy.